Heute sprechen wir mal über das polnische Gesundheitssystem und berichte mal ein wenig aus meiner eigenen Erfahrung. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Falls du dich für das Thema Polen interessierst und das erste Mal bei mir vorbeischaust, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Bevor wir jetzt aber auch zum Hauptthema kommen, würde ich noch gerne vorher ein paar Worte loswerden. Alles, was ich hier heute erzähle oder wovon ich heute berichte, das sind wirklich meine eigenen Erfahrungen oder Sachen, die ich auch mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Es ist gut möglich, dass in anderen Regionen Polens es anders abläuft oder auch Menschen andere Erfahrungen gemacht haben mit polnischen Ärzten oder mit dem polnischen Gesundheitssystem. An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal ganz klar und deutlich sagen, dass ich hier nicht die Kompetenz der polnischen Ärzte in Frage stelle oder auch das polnische Gesundheitssystem auf irgendeine Art und Weise schlecht reden möchte. Das nur mal vorab. Hier auch noch mal eine kleine Info zum polnischen Gesundheitssystem. Hier in Polen hat man eine staatliche Krankenversicherung und das ist die NFZ, die Narodowy Fundusz Zdrowia, was übersetzt heißt sowas wie der nationale Gesundheitsfonds. Man hat hier nicht wie in Deutschland eine Auswahl zwischen verschiedenen Krankenkassen, wo man sich dann gegebenenfalls das beste Angebot raussuchen kann. Hier hat man nur eine staatliche Krankenkasse. Und ja, man wird ja automatisch, wenn man hier eine Arbeitsstelle annimmt als Arbeitnehmer, wird man auch automatisch nur über die NFZ krankenversichert. Wenn ihr wissen wollt, welche Abgaben man an die NFZ geben muss, wenn man hier als Arbeitnehmer einen Job anfängt, habe ich auch schon mal dazu ein Video gemacht. Das packe ich euch dann auch nochmal nachher unten in der Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch das gerne auch nochmal anschauen. Selbstverständlich gibt es hier auch die Möglichkeit, sich hier privat Kranken zu versichern, was sich aber leider hier nicht jeder leisten kann, da das schon ein bisschen kostenspieliger ist. Ich persönlich kenne aber einen Versicherungsvertreter und wenn ihr mal möchtet, dass ich mit dem ein Interview mache, könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren hinterlassen. Dann versuche ich mal mit dem Herrn zu sprechen, unter anderem auch über private Krankenversicherungen in Polen oder allgemein über polnische Versicherungen, wie das hier so alles abläuft und aussieht. Aber auch wirklich nur, wenn ihr wollt, weil das ist schon für mich ein bisschen zeitaufwendig, weil der Herr schon ein bisschen weiter weg wohnt. Aber wenn genug Kommentare fallen zu diesem Thema, dass da wirklich Interesse besteht, nehme ich mir auch selbstverständlich die Zeit und versuche ein Interview mit den Herren zu kriegen. Ich werde heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen herausplaudern und ein wenig mal meine Gedanken freien Lauf lassen. Wenn ihr über die staatliche Krankenversicherung versichert seid und vielleicht mal einen Husten, Schnupfen oder vielleicht mal eine leichte Grippe habt, ist das alles überhaupt gar kein Problem. In der Regel geht ihr dann zum Arzt oder ruft beim Arzt an, kann man heutzutage hier auch schon machen, erzählt eure Beschwerden, kriegt dann gegebenenfalls einen Krankenschein und ein Rezept und damit hat sich die Sache erledigt. Ein wenig komplizierter wird es schon, wenn ihr vielleicht einen Eingriff habt, vielleicht einen Weisheitszahn euch ziehen lassen wollt oder im schlimmsten Fall euch sogar operieren lassen müsst. Dann sieht das staatliche Gesundheitssystem schon ein bisschen anders aus. Und da muss man jetzt ja auch mal ganz klar sagen, ihr habt hier mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr lässt euch wirklich ganz normal 0815 von der staatlichen Krankenkasse behandeln. Ja, das heißt, dann müsst ihr gegebenenfalls auf lange Wartezeiten rechnen und ja, werdet dementsprechend auch so behandelt. Dann habt ihr die Möglichkeit, dem Arzt auch noch Schmiergeld in die Hand zu drücken, so dass ihr anstatt nach einem Monat schon nach einer Woche einen Termin kriegt und werdet dann gegebenenfalls ein bisschen besser behandelt, weil er dann damit rechnet, dass ihr dann beim zweiten Mal auch nochmal bei Ihnen ankommt und Ihnen dann natürlich wieder ein bisschen Schmiergeld gibt. Oder dann gibt es auch noch die dritte Möglichkeit, dass ihr vielleicht Vitamin B habt. Hier in Polen läuft sehr viel über Vitamin B. Und ja, dass ihr dann vielleicht jemanden kennt, der im Krankenhaus arbeitet, der dann dort vielleicht jemanden kennt, der euch dann gegebenenfalls schneller einen Termin klar machen kann. Aber auch das wird in der Regel nicht immer ganz umsonst gemacht, wenn das nicht gerade ein Familienmitglied ist. Es ist nicht so, dass sie dann darauf warten, einen Umschlag zu kriegen. Aber ich kann euch garantieren, wenn die euch einmal einen Gefallen tun und ihr besser behandelt werdet und keinen Umschlag
rüberwachsen lässt, dass es dann beim zweiten Mal, falls ihr wieder eine Behandlung braucht, ihr dann den Termin einfach nicht kriegt. Dann sagt er, ja, dann melde dich doch bei der Krankenkasse und dann, wenn du dann an einem Termin drankommst, nächsten Monat werde ich dich behandeln. Man muss auch schon ganz klar sagen, es ist nicht so, dass jeder Arzt hier so ist und jeder Arzt hier Schmiergeld nimmt, aber es sind hier schon sehr, sehr viele Ärzte, die hier dieses Schmiergeld annehmen und das ist hier wirklich keine Seltenheit. Habe ich schon selber erlebt. Wenn ihr das eine und das andere nicht habt, also weder jetzt nicht irgendwie dick Geld in der Tasche habt oder auch nicht irgendwie jemanden kennt, der im Krankenhaus arbeitet, habt ihr hier auch noch die Möglichkeit, euch auf Kredit behandeln zu lassen. Und ich kann euch das einfach mal zeigen auf einem Computer, was hier so eine Behandlung kostet. Und ich bin mir sicher, dass ihr euch da ein wenig wundern werdet, was ihr da zu sehen kriegt. So, jetzt müsstet ihr mein Bildschirm sehen können. Also das ist jetzt hier die Homepage von der Salve Medica. Ja, Salve Medica ist eine ja, kann man sagen, eine Privatklinik, die sich hier auf verschiedene Sachen spezialisiert, auch hier auf gynäkologische Sachen und man sieht hier auch auf andere Sachen. Und ich habe jetzt hier einfach mal nur so ein Beispiel rausgesucht, um euch zu zeigen, was hier eine private Behandlung kostet. Und wenn ihr hier zum Beispiel, hier haben wir jetzt einen Preis von 38.000 Zloty, ja, und hier handelt es sich um eine Prostata-Behandlung, also eine Prostata-Entfernung, ja, ohne Lymphknoten. Und wenn ihr die Prostata euch entfernen lassen wollt, mit auch noch der Entfernung der Lymphknoten, bezahlt ihr schon 42.000 Zloty. Also 42.000 Zloty sind ca. 9.000 Euro ungefähr. 38.000 Zloty, ja, da sind wir ungefähr bei 8.000 Euro, oder vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Solltet ihr nicht in der Lage sein, euch das leisten zu können, ja, weil 42.000 Zloty ist mal ganz, ganz grob gerechnet in Polen ein Jahresgehalt, ein Bruttojahresgehalt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, das zeige ich euch auch mal, euch hier einen Kredit bei der Bank zu nehmen. Also die Privatklinik arbeitet hier mit einer Bank zusammen und hier haben wir auch den Titel Rate na zdrowie, das heißt Gesundheit auf Rate im Prinzip. Ja? Und die sagen hier, ja, dank der Zusammenarbeit mit der Alior Bank haben die halt auch die Möglichkeit, Angebote zu machen, dass ihr euch einen Kredit bei der Bank nehmt und euch dann behandeln lässt. Man kann das Ganze natürlich jetzt auch von zwei Seiten betrachten. Natürlich gibt es Menschen, die das vielleicht nötig haben und wirklich in einer, wie sagt man, in einer Krisensituation sind und einfach jetzt nicht irgendwie 1, 2, 3 Monate auf einen Termin warten können. Die nehmen sich dann den Kredit bei der Bank und lösen das dann ein. Natürlich müssen die dann, so wie es hier steht, innerhalb von, oder zwischen 6 und 60 Monaten dann den Kredit bezahlen. Natürlich wird dann auch geprüft, in was für einer Situation du bist und so weiter und so fort. Also auch ganz normal, wenn ihr jetzt einen normalen Kredit nimmt. Auf der anderen Seite, das ist jetzt auch nur ein bisschen meine persönliche Meinung, habe ich hier so das Gefühl, dass das System das alles natürlich ausnutzt. Die kennen die Situation hier der Leute und die wissen, dass man sich hier eine Behandlung hier nicht so gut leisten kann. Dann verteilen die hier einfach Kredite, weil die auch ganz genau wissen, wie das staatliche Gesundheitssystem hier arbeitet. Und man muss das hier einfach sagen, das staatliche Gesundheitssystem, wenn ihr eine Operation habt, also ich gebe es zu, ich hätte Angst, mich hier unter das Messer legen zu lassen, wenn ich den Arzt nicht persönlich kenne. Und wie gesagt, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich hier die Kompetenz oder die Fähigkeit der Ärzte hier in Frage stelle. Und es ist auch definitiv nicht so, dass jeder Arzt so handelt. Aber man muss sagen, dass einfach das System solche Sachen zulässt und dass es dann ja, viele Ärzte gibt, die das dann natürlich diesen Zusatzservice, nenne ich das jetzt einfach mal, gerne in Anspruch nehmen. Und die, die das nicht in Anspruch nehmen wollen, vielleicht auch nicht können, weil die dazu jetzt nicht in der Lage sind, für eine Operation mal zusätzlich 2.000, 3.000, 4.000 Zloty zusammenzukratzen, die müssen dann in dem Fall leider sich einen Kredit bei der Bank nehmen und sich dann einfach mal für 5, 6 oder 7 Jahre verschulden, damit die einfach mal ein bisschen länger leben können. Und so funktioniert das hier. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, jeder, der hier lebt, der weiß, wie das System hier funktioniert und alle wissen davon und alle spielen auch dieses
spiel mit. Ich habe mal hier mit jemandem geredet und ihm einfach mal erzählt, wie in Deutschland eine Behandlung abläuft, wenn man sich dem Weisheitszähnen lässt. Ich habe ihm erzählt, dass ich zum Arzt gegangen bin, dass ich eine Woche später den Termin hatte, eine Woche später bei der Nachuntersuchung war, mir die Fäden gezogen sind und innerhalb von 2 Wochen von der Anmeldung bis zur Entfernung des Weisheitszahns und alles drum und dran war alles erledigt. Die erste Frage ist, und das alles ohne Schmiergeld? Das war wirklich die erste Frage. Und ich habe gesagt, ja, das ist in Deutschland ganz normaler Standard. Zumindest war das bei mir in Deutschland ganz normal so und ich hatte wirklich keine Probleme. Also dann könnt ihr sehen, was für eine Einstellung hier die Leute ja, zu diesem Thema haben. Hier hatte ich auch schon mal eine andere Begegnung mit einem anderen Arzt. Und zwar, und das ist jetzt hier auch kein Scherz, wurde ich schon mal von einem Arzt gefragt, ob ich ihn nicht Impfstoff aus Deutschland mitbringen kann, der in Deutschland zugelassen ist, aber in Polen nicht. Er hat mir sogar erklärt, wie ich das alles machen kann, wie das alles so funktioniert, wie ich das transportieren soll. Ja, und er hat mich einfach gefragt, ob ich das nicht machen kann. Selbstverständlich habe ich das nicht gemacht. Ja, aber ihr seht einfach, wie das hier funktioniert mit dem Ärzte- und Gesundheitssystem. Also hier ist das wirklich so, wenn du Geld in der Tasche hast, wirst du hier einfach besser behandelt. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Ich kann auch verstehen, warum zum Beispiel viele deutsche Rentner, wenn die nach Polen auswandern, grenznah leben. Das ist auch ganz klar. Die wollen ja auch vom deutschen Gesundheitssystem profitieren. Und ich kann das auch wirklich jedem empfehlen. Also wenn ihr in der Lage seid, vom deutschen Gesundheitssystem weiter zu profitieren, würde ich das definitiv in Anspruch nehmen. Das ist auf jeden Fall stabiler wie hier das polnische. Wenn ihr aber auch in der Lage seid, sich hier in Polen privat Kranken zu versichern, könnt ihr das auch machen. Ich denke, oder ich meine ja, jeder ist ja in einer privaten anderen Situation. Aber das sind zum Beispiel Sachen, wo ich das dann auch ganz verstehen kann. Und wenn ich dann auch andere Sachen im Internet lese, wie zum Beispiel, ja, in Polen ist das Gesundheitssystem super, was ich wirklich schon gelesen habe, dann sind das meiner Meinung nach Leute, die sich in Polen noch nie operieren lassen haben oder vielleicht irgendwie wirklich nur einen Schnupfen hatten und sich dann irgendwie vielleicht ein paar Medikamente gekauft haben. Was ich auch schon öfters mal im Internet gelesen habe, dass man sich hier in Polen für 10 Zloty im Monat super krankenversichern lässt und dass man dann eine 1A-Behandlung kriegt und alles. Leute, ich kann euch sagen, das stimmt nicht. Also für 10 Zloty im Monat, umgerechnet 2,20 €, kriegt ihr hier keine super private Krankenversicherung. Das ist in Polen nicht möglich. Ich habe wirklich noch einige Geschichten auf Lager, was aber denke den Rahmen des Videos sprengen würde. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich aber wirklich sehr interessieren. Hast du hier auch schon Erfahrung mit polnischen Ärzten bzw. mit dem polnischen Gesundheitssystem gemacht? Schreib mir das doch mal bitte in den Kommentaren. Also das sind wirklich Sachen, die mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren würden. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.